Hallo und willkommen in meiner Küche. Der Sommer erreicht langsam seinen Höhepunkt mit all seiner Fülle und Pracht. Die Bäume biegen sich unter dem Gewicht ihrer Früchte und letztere landen auf dem Boden. Was für ein Jammer. Dieses schöne Obst kann immer noch verwendet werden, indem man Apfelmus daraus macht. Wie das geht, zeige ich in diesem Video. Die Äpfel müssen natürlich zuerst aufgesammelt werden. Beim Aufsammeln bitte auf Wespen achten und nicht hineingreifen. Auch sollten die Äpfel nach dem Aufsammeln draußen aufgehoben werden, damit man sich keine Ameisen in die Küche holt. Auch sollten sie schnell verarbeitet werden, damit sich keine Fruchtfliegen entwickeln. Die Äpfel werden gewaschen. Danach werden sie nicht geschält, sondern einfach geviertelt. Anschließend schneidet man schlechte Stellen und Wurmlöcher hinaus. Kerngehäuse müssen nur entfernt werden, wenn sie wurmstichig sind. Die Arbeit kann man sich ansonsten sparen. Der Unterschied zwischen Apfelkompott und Apfelmus ist, dass beim Apfelmus der Apfel als solcher gekocht und anschließend durch ein Sieb gestrichen wird. Beim Kompott wird der Apfel geschält, entkernt, in Stücke geschnitten, mit nur wenig Wasser gegart und dann ist es auch schon fertig. Das Vorbereiten der Äpfel macht beim Kompott mehr Arbeit als beim Apfelmus, dafür muss aber das Apfelmus nach dem Kochen noch durch ein Sieb gestrichen werden. Die Apfelstücke habe ich in eine Schüssel mit etwas Wasser gegeben. In dieses Wasser kann man etwas Zitronensaft fügen, damit die Oberflächen der Apfelstücke nicht oxidieren. Arbeitet man jedoch schnell, kann man sich das sparen. Hier habe ich einen großen Topf. Darin befindet sich bereits 1 Liter Wasser. Das Wasser wird benötigt, damit die Äpfel beim Erhitzen nicht anbrennen. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Die Apfelstücke werden in dem Zitronenwasser nochmal durchgeschwenkt, damit auch ja alle Unreinheiten abfallen. Anschließend werden sie in den Topf gegeben. Bei geringer bis mittlerer Hitze wird alles schon mal langsam erwärmt. Langsam, denn noch sind ja nicht alle Äpfel verarbeitet und es geht weiter im Text. Es werden wieder so viele Äpfel geviertelt, wie die Arbeitsplatte hergibt und anschließend von Wurmstichen und faulen Stellen befreit. Dann kommen auch sie zu ihren Leidensgenossen, die bereits im Topf vor sich hin köcheln und so weiter, bis alle Äpfel zubereitet sind. Die Äpfel, die zum Schluss hinzugegeben werden, rührt man am besten so unter, dass sie möglichst weit unten sind, damit sie schnell die Hitze aufnehmen können. Alles lässt man nun 10 bis 15 Minuten kochen, damit die Äpfel garen und dabei zerfallen. Anschließend muss die Masse durch ein Sieb gestrichen werden. Damit das Kochwasser im Topf bleibt, verwendet man am besten einen Schaumlöffel und gibt die Äpfel damit in das Sieb. Man kann sie mit der Rückseite einer Kelle oder einem Löffel durchstreichen. Das ist eine kleine Geduldsarbeit. Besser ist da die flotte Lotte. Die Apfelmasse wird hineingegeben und durchgedreht, bis nur noch die Schalen sichtbar sind. Dann dreht man entgegen der Richtung, sodass die Schalen hochkommen, entfernt sie und füllt wieder nach. Das macht immer noch genug Arbeit, geht aber wesentlich schneller. Die Schüssel sollte dabei auf einem feuchten Tuch stehen, dadurch erhält man eine bessere Standfestigkeit der Schüssel. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Wenn ihr euch eine flotte Lotte anschaffen wollt, kauft eine aus Edelstahl, die kann man dann in der Spülmaschine spülen und das ist wirklich eine feine Sache. Hier sieht man das fertige Püree, das noch schön heiß ist. Es wird sofort in die bereitstehenden Gläser gefüllt. Gläser sollte man immer fertig vorbereitet, also gespült, mit passendem, intaktem Deckel, verschlossen und staubfrei, zum Beispiel im Keller gelagert, zum schnellen Gebrauch vorbereitet haben. Ein Einfülltrichter leistet beim Einfüllen unschätzbare Dienste, auch hier ist Edelstahl zu bevorzugen.
Man streicht, wie gezeigt, die Oberfläche glatt, dann kann man sicher sein, dass nichts kleckert, denn der Rand des Glases sollte sauber sein, wenn der Deckel draufkommt. Die Gläser werden verschlossen und fest zugezogen. Aber Vorsicht, nach fest kommt offen. Wenn das der Fall ist, muss man nach einem besseren Deckel Ausschau halten. Ich habe keinen Einkochtopf, so wie meine Mutter, aber das macht nichts. Ein großer Topf reicht auch. Hier habe ich eine Eisenplatte, die ich hineinlege, damit die Gläser nicht direkt auf dem Topfboden stehen. Man kann auch einen Topflappen nehmen oder Haushaltspapier. Die Gläser werden in den Topf gestellt und dieser ungefähr zur halben Höhe der Gläser mit Wasser gefüllt. Man bringt alles zum Kochen. Ab dem Zeitpunkt des ersten Aufkochens dreht man die Hitze zurück und lässt alles 20 bis 30 Minuten vor sich hin köcheln, je nach Größe der Gläser. Nach Ablauf der Zeit werden die Gläser aus dem Topf genommen und mit einem Tuch abgedeckt auskühlen gelassen. Nimmt man die Gläser aus dem Topf, wölben sich die Deckel konvex nach oben. Das tun sie, weil der Inhalt heiß ist und Materie sich bei Hitze ausdehnt. Deswegen steigt im Thermometer die Flüssigkeit nach oben. Kühlt Materie ab, zieht sie sich zusammen. Nicht nur im Thermometer, auch im Einmachglas. Schließt der Deckel richtig dicht ab, kann keine Luft von außen mehr in das Glas eindringen und es entsteht ein Vakuum. Keine Luft, keine Bakterien, also auch kein Verderb. Ob das Vakuum gezogen wurde, kann man daran erkennen, dass nach dem Abkühlen der Deckel sich nach unten wölbt, also konkav ist. Das kann man hier hoffentlich erkennen, wenn ich den Bleistift auf den Deckel lege. In der Mitte ist Luft und ich kann die Messerspitze unter dem Stift platzieren. Das sollte man unbedingt einen Tag und eine Woche später kontrollieren, denn es wäre wirklich schade, wenn aufgrund eines Materialfehlers die ganze Mühe umsonst war. Man kann auch mit den Fingern testen, ob sich der Deckel nach unten wölbt. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wenn man die Finger stark durchdrückt. Beim Öffnen der Gläser hört man dann das typische Klack, wenn die Luft wieder ins Glas strömt. Gezuckert habe ich das Apfelmus nicht, denn ich weiß noch nicht, was wir dazu essen werden. Es passt gut zu Reibeplätzchen und dazu gebe ich immer gerne etwas Rübensirup. Oder man bereitet eine Portion Himmel und Äd, wie man im Rheinland sagt, also Kartoffeln mit Apfelmus und Blutwurst. Oder man isst das Apfelmus im Müsli. Hier ist noch die Zutatenliste, die ist aber sehr einfach. Circa 2,5 bis 3 Kilo Äpfel, Fallobst. 1 Liter Wasser, eventuell Zucker nach Geschmack. Viel Liebe und Geduld und dann wird es schon werden. Viel Spaß beim Einkochen, noch einen schönen Sommer und wie immer, guten Appetit!